Ja, sowjetische Bücher auf jeden Fall. Und das ist richtig so gewesen. Das war wirklich, also das war eine ganz wichtige Quelle für Nachdenklichkeit in der DDR. Diese sowjetische Literatur hat einen ganz bedeutenden Einfluss gehabt auf die Gedankenwelt vieler Menschen. Es gab im Ministerium für Kultur eine LAG, Literarische Arbeitsgemeinschaft, DDR-Literatur, eine LAG BRD-Literatur, eine LAG ausländische Literatur und eine LAG sowjetische Literatur. Sowjetische Literatur war wirklich sehr viel, im Gegensatz zu heute. Und wie gesagt, die sowjetische Literatur war politisch brisanter, hatte sehr viel Diskussionsstoff, viele Bücher. Und diese LAGs, die waren dazu da, um Kapazitäten von Papierkontingenten und Druckkapazitäten zu verteilen. Die Verlage waren zwar einzeln für sich verantwortlich für ihre Editionen, aber sie befanden sich in einem Verbund. Und in diesem Falle, also ich habe das auch schon mal erlebt, es wurde dann auch wurde dann gemeinsam überlegt, ist von dem Autor schon in einem anderen Verlag vielleicht was im Programm? Können wir dann dieses Papier einsparen für wieder ein anderes Buch? Also solche Debatten wurden geführt um Auflagen und so weiter. Sie wissen vielleicht, dass der Verlag Volk und Welt der größte Verlag für internationale Literatur der DDR gewesen ist. Und auch im Aufbauverlag wurde internationale Literatur verlegt. Es gab wirklich das ehrgeizige Ansinnen, trotz der Papierknappheit, weil Papier immer Valuta kostete, die wichtigsten Autoren der Welt auszuwählen und durch den Buchhandel den Leuten zugänglich zu machen. Also auch ausländische Autoren. Und es wurde da, ja, ich kann nicht sagen, dass Kuba eine größere Rolle gespielt hätte als die USA. Nee. Also schon die USA hat ja doch einen großen Schatz an Autoren, an interessanten Autoren, oder Großbritannien, Frankreich. Also die Offenheit für die Weltliteratur war in der DDR auf jeden Fall da. Was in der DDR nicht so gedruckt wurde wie heute, also der Unterschied besteht eigentlich darin, dass die Unterhaltungsliteratur, also diese Massenliteratur, ja, die Massenliteratur, die heute in Taschenbüchern sozusagen uns überschwemmt, dass diese Literatur als nicht so qualitativ hochwertig dann außen vor gelassen wurde, um eben anderen Werken dann den Vorrang zu geben. Aber das ging auch an Leserinteressen vorbei, muss man sagen. Also man kann nicht einem lesenden Land, es war Lesenland, das stimmt schon, kann man nicht nur das Hochwertige verordnen. Also natürlich gab es auch Krimis und so weiter, aber nicht in dem Maße wie jetzt. Ja, ich habe viel langsamer geschrieben als heute. Also ich habe viel mehr bedacht, was in meinem Umfeld, wo ich es veröffentlichen will, was das alles für eine Rolle spielt. Natürlich war ich auch noch nicht so geübt wie heute. Ich würde es heute schneller können.